jetzt geht es natürlich um diese Ebenen, die ich für dich definiert habe, die ich an mir erkannt habe, die wir gehen dürfen, um diese Veränderung in uns hervorzubringen, um wirklich Stress loszulassen, Mental Load zu analysieren, unsere Grenzen zu wahren, Selbstfürsorge betreiben zu können und vor allem eben uns zu wappnen auf alles, was kommt, in unserer Stärke zu sein, in unserer Verbundenheit zu sein, mit dem ganz, ganz tiefen Wunsch auch in die Weiblichkeit zu kommen, in unsere Stärke als Frau, in unsere Stärke als Mama, die wir in uns drin haben und die alle meine Klientinnen spüren, alle meine Klientinnen, mit denen ich arbeiten darf, die wissen in sich drinnen, da gibt es so eine unfassbare Kraft. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo meine Liebe, so schön, dass du hier bist. Bevor wir gleich loslegen, habe ich eine ganz große Bitte an dich. Meine Vision ist es nämlich, dass Kinder frei werden dürfen. Frei von Angst, frei von Gehorsam und frei von beschränkenden alten Glaubenssätzen, die sie klein halten. Doch damit Kinder frei werden können, müssen wir Eltern, besonders du als Mama, zuerst frei werden. Frei von den alten, nicht dienlichen Denk-, Sprach- und Handlungsmustern, die dich selbst begrenzen. Frei von deinen alten Prägungen und inneren Konflikten, die sich, wie du weißt, in der Regel ja erst in stressigen Momenten so richtig zeigen. Damit nicht nur du selbst keine Folge mehr verpasst von Loslassen und gemeinsam wachsen, sondern auch die vielen, vielen kostenfreien, hilfreichen Impulse mehr Mamas erhalten können, die sie vielleicht heute ganz dringend brauchen, bitte ich dich, dass du jetzt direkt auf Folgen drückst. Ich danke dir so sehr dafür. Und jetzt lass uns loslegen. Hallo meine Liebe, ich freue mich, dass du da bist zu dieser zweiten Bonus-Episode rund um Verbundensein. In dieser Episode heute möchte ich dir zeigen, wie du in meiner Community, in meinem Ort, in meinem Raum des Wachstums, zu der Mama, die du sein willst, wie dir hier meine 7 Räume, meine 7 Ebenen der Persönlichkeitsentwicklung helfen, Schritt für Schritt voranzukommen. Ich werde dir ein bisschen was über Veränderung erzählen, was Veränderung ist. Dann werden wir natürlich über Wachstum sprechen und warum der eben nicht linear ist. Und dann werde ich dir natürlich meine 7 Räume, Ebenen vorstellen, an denen du dich in Verbundensein orientieren kannst. Ich würde mal vorschlagen, wir legen direkt los. Wenn ich also mal zurückblicke an viele, viele Gespräche mit meinen Klientinnen und auch direkt momentan live sozusagen in meiner Community in Verbundensein, dann darf ich erleben, wie die Frauen immer wieder den Eindruck haben, ganz wichtig, sie haben nur den Eindruck, dass sie Rückschritte machen. Und dann komme ich mit ganz viel Grinsen voran und aus der Ecke herausgepirscht sozusagen und zeige ihnen nochmal, wie es eigentlich mit der Veränderung ist und mit dem Wachstum. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, dass du feststeckst, dass du was verändern willst und eben nicht weißt, wie das geht, oder dass du schon gefühlt Jahrtausende an irgendetwas arbeitest, dich veränderst und tust und dann kommst du nicht voran. Oder du hast den Eindruck eben, du machst Minusschritte. Die Wahrheit bei dieser Sache ist jedoch, dass Wachstum eben nicht eine lineare Strecke von A nach B ist.
Wenn wir an Wachstum denken, und das ist so schön zu sehen, wie die Bilder in unserem Kopf eben mit Wachstum verbunden sind. Überleg gern mal, welches Bild bei dir jetzt gerade im Moment präsent ist, wenn du an Wachstum denkst. Wenn wir an Wachstum denken, dann haben wir so einen Chart, oder ich zumindest, ich habe so einen Chart in meinem Kopf, bei dem mit einer X- und einer Y-Achse, und dann geht es von links unten straight nach rechts oben. Und das ist nicht das Leben. Das ist nicht Wachstum im Sinne, wie wir als Menschen uns entwickeln. Denn Wachstum ist in Form, und das ist das Schöne, von einem Kreis bzw. einer Spirale. Wachstum ist spiralförmig. Das heißt, Wachstum ist immer ein Weg nach oben. Und auf diesem Weg nach oben erlangen wir neue Perspektiven. Wir kommen quasi in diesem spiralförmigen, kreisförmigen nach oben, beziehungsweise du kannst auch das Bild für dich sehen, dass es nach unten in die Tiefe geht, also zu dir selbst, mehr in die Tiefe. Oder eben eine Bewusstseinsreise nach oben, dass man immer mehr Klarheit hat. Da darfst du wirklich mit dir verbunden sein und spüren, welches Bild besser für dich passt. Fakt ist, wir bewegen uns auf dieser Spirale. Und auf dieser Spirale treffen wir auf verschiedenste Themen und haben aber einen anderen Blick drauf. Entweder haben wir einen tieferen Blick drauf oder wir haben eben einen höheren Blick drauf, weil wir eine höhere Perspektive einnehmen können. Der Blick auf die Themen verändert sich, weil wir auf dieser Wachstumsspirale ständig nach oben uns entwickeln. Also mein Bild ist tatsächlich der Weg nach oben. Fakt ist, dass wir eben auch in Phasen sozusagen uns bewegen und auf diesem Weg, auf dieser Spirale auch wieder mit Themen konfrontiert werden. Und das ist der Schmerz, den so viele meiner Klientinnen haben und ich im Übrigen auch, dass wir denken, Mist, ich dachte, ich hätte dieses Thema schon erledigt. Nehmen wir zum Beispiel das Thema, das direkt eine Mama in Verbundensein just hatte in der Gruppe. Sie hat erzählt, sie hat das Thema bzw. den Glaubenssatz, es muss perfekt sein, bzw. ich muss perfekt sein, schon so lang ad acta gelegt in ihrer Arbeit. Zu Hause allerdings mit den Kindern, in der Beziehung zu den Kindern oder zu Hause an sich, hat sie in Konflikten jetzt im Rahmen der Community in Verbundensein mit den Impulsen, die dort sind und was wir dort alles machen, erkannt, dass sich auf dieser Ebene, in diesen Beziehungen, in diesem Bereich der Glaubenssatz nochmal gezeigt hat. Also wir haben Glaubenssätze, wir haben Themen in uns drin, die wir auf verschiedensten Ebenen, in verschiedensten Berührungspunkten immer wieder neu entdecken. Und dann kommt dieser Schmerz von wegen, oh, ich dachte, ich hätte es schon erledigt. Ja, das kann gut sein, dass manche Themen sich einfach wie in Luft auslösen. Tatsächlich ist das ganz oft sogar der Fall. Und gleichzeitig gibt es eben auch, und das ist einfach die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Es gibt einfach auch diese Momente, wo wir gedacht haben, da wären wir schon durch, das hätten wir schon geschafft. Und stellen dann fest, in irgendeiner anderen Situation, in einem anderen Surrounding, in einer anderen Umgebung, schau an, da zeigt sich es eben doch nochmal. Also ist es doch nochmal gekommen, weil mir diese Sache, dieses Thema etwas sagen möchte, weil da einfach noch ein bisschen mehr Energie reinfließen darf oder weil da noch eine versteckte Botschaft ist, ein Schatz, den ich noch nicht entdeckt habe. Genau aus diesem Grund gibt es in Verbundensein eben diese 7 Ebenen. Diese 7 Ebenen, die ich in Verbundensein festgelegt habe, um allen Mamas, die da drin sind, Orientierung geben zu können, wo sie sich gerade befinden und was ihre konkreten nächsten Schritte sind durch meine jahrelange Arbeit mit meinen Klientinnen entstanden. Und vor allem durch meine eigene intensive Reise auf meiner in meinem Persönlichkeitsentwicklungsabenteuer, das ich dank meiner Mutterschaft überhaupt erleben darf. Wäre ich keine Mama, ich hätte all diese Erfahrungen nicht gemacht, ich hätte mich niemals so kennengelernt, wäre ich nicht Mama geworden.
Und genau deshalb ist es so ein Geschenk. Die bewusste Elternschaft ist so ein Geschenk, weil sie dich dazu bringt, dich mit dir zu verbinden. Und weil wir eben manchmal gar nicht wissen, wo soll ich denn gerade anfangen? Also nehmen wir ein Beispiel, ja? Du möchtest dich mehr um dich kümmern. Der Klassiker. Ich möchte mich mehr um mich kümmern. Ich merke als Mama, ich habe das Bedürfnis nach viel mehr Freiraum oder nach Bewegung oder nach Stille und ich will das jetzt machen. Und dann ist da unser Leben, unser Alltag, unsere Routinen, die das sind und unsere Termine, die wir haben. Und du fragst dich, holy hell, wo soll ich denn jetzt bitte noch 30 Minuten Bewegung reinbringen? Wie soll denn das gehen, dass ich jetzt auf Süßigkeiten verzichte, wo Ostern vor der Tür steht? In Klammern, wir machen gerade in Verbundensein eine 40-Tage-Challenge, die, wie du vielleicht aus den vorherigen Episoden zu Verbundensein mitbekommen hast, von den Frauen selbst initiiert wurde. Viel früher, als ich eigentlich geplant hatte, sie wirklich mit so einer Challenge am Ball zu halten, um neue Routinen zu entwickeln, Gewohnheiten zu entwickeln. Und genau jetzt gerade darf ich die Frauen hier begleiten, wie es ihnen gelingt, eben verschiedenste Themen anzugehen. Und dazu gehört zum Beispiel auch das Thema Selbstfürsorge. Ich komme wieder zurück. Ich möchte 30 Minuten am Tag oder 15 Minuten am Tag mich bewegen oder auf Süßigkeiten verzichten. Und das Leben ist jetzt, also dein Leben, dein Alltag ist, oh Gott, wie soll das gehen? Ja? Und dann stellen wir fest, und das ist jetzt der Bereich der Entwicklung und des Wachstums und das, was spiralförmig nach oben geht. Und diese 7 Ebenen, die ich für dich in Verbundensein definiert habe, ist, dass du jetzt mit verschiedensten Themen in Berührung kommst. Irgendwo, erstens, musst du jetzt Nein sagen. Du musst irgendwo deine Grenze wahren zu all den Aufgaben, die du hast, um etwas Neues zu implementieren. Du darfst also auch kommunikativ zu dir stehen, dein authentisches Selbst zeigen, nach außen tragen und dich kommunizieren für das, was du brauchst. Drittens, es kommen Stimmen in deinem Kopf, die das sagen, das geht heute nicht oder kann ich mir das überhaupt erlauben? Was denken denn die anderen? Darf ich überhaupt mich hinsetzen, 30 Minuten und eine Pause machen? Darf ich es mir überhaupt erlauben, 30 Minuten lang spazieren zu gehen? Müsste ich nicht eigentlich erst 1, 2, 3, 4, 5 auf meiner To-Do-Liste abhaken, bevor überhaupt ich dran bin? Und du siehst schon, allein nur bei dieser Sache, wie viele Themen plötzlich aufgehen, mit wie vielen Räumen du in Berührung kommst. Nur bei diesem einen Beispiel. Veränderung, und jetzt kommt's, Veränderung bedeutet, dass du in derselben Umgebung, in der du dich befindest, anders denkst, anders fühlst und anders reagierst als vorher. Und genau das ist das Ziel. Das Ziel für mich als deine Mentorin, als deine Coach und für alle Frauen, die ich begleiten darf, ist genau das, Veränderung zu bewirken, Veränderung in dir zu bewirken, dir zu helfen, anders zu denken, anders zu fühlen und zu reagieren, obwohl deine Umgebung letztendlich noch dieselbe ist. Das heißt, in Beziehungen, in denen du bist, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte 30 Minuten laufen gehen oder spazieren gehen oder auf Schokolade verzichten, dann müssen wir anfangen, neu zu denken. Das heißt, die Gedanken auszuschalten, die da kommen, die Beziehung, die wir haben, hervorbringen, uns nach vorne stellen und uns daran erinnern, wie wir fühlen, wenn wir es schaffen, wenn uns es gelingt und dann eben neu reagieren, indem wir unsere Jacke schon mal an die Tür hängen, um zu signalisieren, dass wir einen Spaziergang machen wollen. Und all das braucht Energie. Energie von dir innen heraus, dass du sagst, yo, ich will das. Und natürlich auch ganz viel Energie von Frauen, die dich unterstützen, die dich auf dem Weg tragen und die dir Mut machen. Und das ist Teil von Verbundensein. Das hätte ich nie erwartet, dass diese Community, die es seit Januar 2025 gibt, so unfassbar sich unterstützt, supported, wie man so schön auf Englisch sagt, mit Ideen da ist, mit
Wärme da ist, mit Mitgefühl da ist und feiert, jeden Schritt feiert. Jede Mama, die hier was reinschreibt, was sie geschafft hat, wird von der Community wirklich gefeiert. Das ist einfach wirklich, für mich ist ein Wunsch in Erfüllung gegangen, ein ganz großer Wunsch, Frauen zu verbinden und so viel mehr und schneller, als ich es mir vorgenommen habe. So, jetzt habe ich dir schon ein bisschen erzählt von der Community. Jetzt geht es natürlich um diese Ebenen, die ich für dich definiert habe, die ich an mir erkannt habe, die wir gehen dürfen, um diese Veränderung in uns hervorzubringen, um wirklich Stress loszulassen, Mental Load zu analysieren, unsere Grenzen zu wahren, Selbstfürsorge betreiben zu können und vor allem eben uns zu wappnen auf alles, was kommt, in unserer Stärke zu sein, in unserer Verbundenheit zu sein, mit dem ganz, ganz tiefen Wunsch auch, in die Weiblichkeit zu kommen, in unsere Stärke als Frau, in unsere Stärke als Mama, die wir in uns drin haben und die alle meine Klientinnen spüren, alle meine Klientinnen, mit denen ich arbeiten darf, die wissen in sich drinnen, da gibt es so eine unfassbare Kraft. Ich finde, jetzt muss ich doch nochmal, oder ich möchte doch nochmal einen Schwenk machen in dieser Episode. Ich möchte einfach nochmal so deutlich sagen, du hast Leben erschaffen. Du hast Leben hervorgebracht. Es gibt dieses wunderbare Gedicht von Gibran. Es heißt Eure Kinder. Ich werde es hier in den Shownotes von meiner Webseite verlinken. Ich habe dieses wunderbare Gedicht auf meine Webseite gepackt. Dieses Gedicht das ist einfach unglaublich. Ich kenne das seit so vielen Jahren und ich finde, es sagt einfach alles darüber aus, wer wir sind als Eltern, was unsere Aufgabe ist und wer unsere Kinder letztendlich sind. Und ich mag dich eben unbedingt erinnern, du hast Leben hervorgebracht. Dieses Wunder der Geburt, wir vergessen das so unglaublich. Wir sind irgendwie schwanger und plötzlich ist das Kind da. Dieses Mystische, dieses unfassbar magische, wundervolle, das ist eine wahnsinnige göttliche Kraft, die in dir steckt. Eine unfassbare Kraft. Und im Laufe des Alltags und des Mutterseins und in unserer Welt lebend vergessen wir, was für eine unfassbare Kraft in uns steckt. Diese Kraft, die Leben hervorbringt. Und ich weiß, dass alle Mamas, mit denen ich arbeite, dieses in sich spürende Power, diese in sich spürende Power haben und die irgendwie ins Leben darf, raus darf. Jetzt mal ganz abgesehen von der Müdigkeit und der Anstrengung des Alltags, diese Power, von der ich spreche, die ist so lebendig, das ist so präsent. Und diese Power, die mag ich so sehr in meinen Frauen wieder hervorbringen. Also das ist der Bereich Weiblichkeit und Intuition und diese Stimme, die in dir da ist und die noch nicht die Beachtung bekommen hat, die sie eigentlich verdient hat. Diese 7 Ebenen, diese 7 Räume, der Fahrplan sozusagen, an dem du dich orientieren kannst, wenn du in Verbundensein dazu kommst, beginnt mit natürlich Nummer 1, deiner Landkarte des Lebens. 2. Ebene, der Ruf des Wandels. 3. Ebene, dein innerer Kompass. 4. Ebene, Pfad des Mutes. 5. Ebene, Wachstum durch Verbindung. Die Nummer 6 ist die Blüte des Selbst. Und der gute Schluss auf deiner spiralförmigen Reise ist Wurzeln und Flügel. Die Landkarte des Lebens, dieser Bereich, du findest es auch in den Shownotes. Im Link kannst du dir auf der Webseite, wenn du auf die Warteliste kommst oder dazu kommst, siehst du das. Da werde ich dir das natürlich auch nochmal alles zeigen. In der Landkarte des Lebens geht es darum, herauszufinden, wo du gerade stehst und wo du eigentlich hin willst. So oft wissen wir nämlich nicht, wo wir eigentlich hinwollen und vor allem auch nicht, wo wir gerade stehen. In diesem Funktionieren-Modus, in dem du bist, geht genau dieser Fokus total verloren. Deswegen ist das in der Reise immer der erste Schritt. Der erste Schritt ist es, herauszufinden, Klarheit zu bekommen, was einem wichtig ist. Was sind die Träume? Was sind die Visionen? Welche Ziele hast du eigentlich für dich als Frau, als Mama, als Partnerin?
In Verbundensein gibt es hier dann verschiedenste Workshops, die du machen kannst, Impulse, die du zu diesem Bereich bekommst, Videos, die du dir anschauen kannst, mit Reflexionsfragen, die du beantworten darfst, mit der Möglichkeit, mit der Community in Kontakt zu kommen. Und natürlich gibt es unglaublich viele Werkzeuge, denn das ist jetzt, worum es am Ende des Tages geht. Wenn du Werkzeuge hast, wenn du weißt, wie du die Dinge benutzen kannst, wenn du verstehst, dass du dein ganzes Leben lang auf einer Spirale dich bewegst und mit den richtigen oder für dich dienlichen Werkzeugen eben weiter vorankommst und verstehst, dann ist alles geschafft. Und diese Werkzeuge, die erhältst du natürlich in der Community. Wenn du deine Träume dann weißt und dich wieder ausgerichtet hast, also wieder merkst, oh krass, okay, ich war hier die ganze Zeit im Funktionsmodus unterwegs und habe total gut alles gemanagt, aber irgendwie habe ich mich selbst verloren auf dem Weg. Ich habe das so oft, fällt mir gerade ein, bei den Klientinnen, die sagen, ich weiß gar nicht mehr, wer ich eigentlich bin und was mir eigentlich Spaß macht. Und genau das ist Stufe 1. Stufe 1 ist das wieder zu entdecken und zu sagen, oh, was wollte ich eigentlich mal, bevor ich eigentlich den ganzen Tag funktioniert habe. Stufe 2 ist dann der Ruf des Wandels. Denn jetzt siehst du, wo du hin willst und du siehst den Status quo. Und wenig überraschend wirst du feststellen, das passt überhaupt nicht zusammen. Also das sind jetzt irgendwie zwei ganz unterschiedliche Dinge und wie kann man die jetzt vereinen? Und in dieser Klarheit, mit diesem Bewusstsein wird dir deutlich, wie viele Dinge du tust, wie viel Mental Load du hast. Das weißt du wahrscheinlich eh schon, dass dein Stresslevel absolut hoch ist. Und hier geht es jetzt darum, in Ruf des Wandels, in dieser zweiten Ebene, in diesem zweiten Raum, dieses Thema anzugehen, zu sagen, okay, hey, wenn ich jetzt was verändern will, ich will ja neu handeln, ich will neu denken, ich will neu fühlen, dann brauche ich einen neuen Blick auf den Status quo, auf das Heute und muss auch verändern. Ich muss unbedingt verändern. In Ruf des Wandels schauen wir uns deswegen ganz intensiv das Thema Stress und Mental Load an. Du lernst mit den Impulsen von mir, mit den Werkzeugen, mit den Achtsamkeitsübungen deine Emotionen zu regulieren und dann natürlich auch deine Grenzen zu spüren. Dabei wirst du feststellen, dass du Veränderung bewirken kannst und dass du auch sie selbst gestaltest. In der dritten Ebene geht es die heißt dein innerer Kompass und hier geht es um Werte und Bedürfnisse. Der Alltag ist ja immer noch lebendig und du hast eine Familie und du hast einen Job und ganz viele Träume in dir und Visionen in dir. Und jetzt ist es wichtig zu erkennen, okay, da ist der Stress, der Mental Load, den kann ich weniger werden lassen. Da hilft mir die Community, da hilft mir die ganz vielen Impulse von Manuela zu dem Thema, wie ich damit umgehe. Ich kenne meine Grenzen peu à peu immer besser und du erinnerst dich, auf der Spirale nach oben wirst du immer wieder mit verschiedensten Themen konfrontiert. Also es ist nicht einmal erledigt, sondern es kommt wieder mit einer anderen Intensität, mit mehr Klarheit, mit mehr Tiefe. Und im inneren Kompass, bei den Werten und Bedürfnissen geht es hier eben jetzt darum, hey, was leitet mich eigentlich? Welche Werte in mir beeinflussen denn eigentlich mein Handeln? Denn die Werte, die du hast, beeinflussen, wie du reagierst. Die Bedürfnisse in unterschiedlichen Momenten beeinflussen, wie du reagierst. Also wir werden hier deine eigenen Bedürfnisse, die du unterdrückst, wieder ans Tageslicht bringen. Wir werden Werte oder du wirst deine Werte bewusst definieren und leben und sie erkennen. Denn deine Werte und deine Bedürfnisse sind dein ganzes Leben lang dein innerer Kompass. In der vierten Ebene auf deinem Weg ist der Pfad des Mutes. Hier gehst du richtig, richtig krass die ersten Schritte der Veränderung. Mut deswegen, weil wir hier gemeinsam in Form auch von Challenges, wie wir es jetzt gerade haben bei dieser 40-Tage-Challenge, neue Routinen etablieren werden. Neue Gewohnheiten schaffen werden. Und neue Gewohnheiten, du weißt, wie schwer das ist, wenn du eine neue Gewohnheit schaffen möchtest. Da sind diese Stimmen im Kopf, da sind diese Glaubenssätze, das sind irgendwie noch die Umgebung, die noch nicht so will oder vielleicht das Grenzenwahr noch nicht so klappt, wie du dir das vorgenommen hast. Hier gehen wir gemeinsam die ersten Schritte der Veränderung. Also du wirst
Routinen etablieren, lernen. Du wirst Werkzeuge kriegen, wie dir das leichter fällt. Ich werde Werkzeuge geben zur emotionalen Regulation. Das heißt, wenn es dann mal nicht funktioniert, ganz wichtig ist hier vor allem die Community, der Support. Zu wissen, dass es normal ist, dass man einfach mal einen Rückschlag hat und dass man wieder aufsteht. Dass es kleine Schritte zu gehen gilt und eben nicht riesige, große Sprünge. Dass man jede Form von Veränderung und Wachstum eben gemeinsam feiert. Oh, der Pfad des Mutes ist so schön. Also das darf ich jetzt gerade so herrlich erleben bei den Frauen in Verbundensein, wie die in dieser 40-Tage-Challenge Wege finden, um ihre Träume oder ihren Wünschen, ihren Bedürfnissen Stück für Stück näher zu kommen und wie das eine Welle an Freude eigentlich auslöst, das gemeinsam zu machen. In Verbundensein erwarten dich jetzt noch 2 weitere Räume, die du auf deiner Entwicklungsreise als Mama auf dem Weg, dich zu finden und zu entwickeln und die Mama zu werden, die du sein willst, eben ja noch für dich da sind, diese Räume, jeweils mit Workshops, mit Impulsen, mit Austauschmöglichkeit, mit Reflexionsfragen, die dich vielleicht, oder vielleicht ist auch nur eine, die ich montags immer stelle, und meine Deep Dive montags oder Miracle Monday Reflexionsfrage, die einfach was mit dir macht, wenn du darüber nachdenkst. Und dieses drüber nachdenken und sich verbinden mit sich und mit den anderen, das ist Teil des 5. Raums, nämlich Wachstum durch Verbindung. Also wirklich immer mehr, dass du merkst auf deiner Reise, die du hier gehst, diese Reflexionsfrage, die berührt dich. Oder das, was die andere Mutter schreibt, das macht was mit dir, weil das hast du auch schon mal so gesehen oder gehört. Also diese Aha-Momente von, wow, da tut sich was in mir, ich spüre mich viel besser, ich spüre, dass ich schon angespannt bin, bevor ich explodiere. Ich spüre meine Bedürfnisse schon viel besser. Ich lerne das auch viel besser zu kommunizieren. Zum Thema Kommunikation gibt es ganz viele Impulse, wo ich dich einfach so ein bisschen sensibilisieren möchte für die Sprache, die du hast, durch meine wöchentlichen Coaching-Impulse, die du in Verbundensein bekommst. Und ja, dieser Raum Wachstum durch Verbindung, der ist ja immer geöffnet sozusagen, der ist ja immer für dich da, der ist genau wichtig, um zu dir zu kommen. In den letzten beiden Räumen in dieser Transformationsreise, die ich für dich habe, geht es ganz viel um Mindset-Arbeit. Die Blüte des Selbst ist die 6. Ebene, die du durchlaufen wirst. Und da geht es wirklich um deine Erkenntnisse. Wer bin ich eigentlich? Bin ich mir selbst treu? Also mein großer Wunsch, dass es dir gelingt, ein authentisches Selbst zu leben. Dass du nach deinen Werten handelst und lebst, verbunden mit dir bist, das ist hier Wachstum durch Verbindung, verbunden mit dir bist, Selbstfürsorge betreibst, dass du dich annehmen kannst. Also wirklich ganz großes Thema Annahme. Ich kann mich annehmen. Ich mag mich so, wie ich bin. Dass du vielleicht sogar schon kleine Rituale hast, um dich zu stärken und eine innere Sicherheit aufzubauen. Dieses Mindset zu bekommen von, ich darf das, ich darf sein, ich darf mir das erlauben und es ist okay so und ich bin wichtig. Also ganz viel Stufe 6, die Blüte des Selbst. Da leite ich dich mit ein paar Fragen durch, damit du weißt, wo du stehst und welches deine nächsten Schritte sind. Das ist wirklich ein ganz großer Mindset-Bereich, wo es um dich geht. Also wirklich so, sich das zu erlauben, zu sein. Und die letzte Stufe, Wurzeln und Flügel, Nomen ist Omen. Da geht es natürlich um die langfristige Balance in dir, also auch langfristige Routinen zu entwickeln und auch dein Wachstum weiterzugeben, andere zu inspirieren. Sei es die Freundin, dein Kind, dein Partner. Also dieses wache Auge auch zu haben und zu sehen, wow, krass, die Veränderung in mir. Was hat die schon im Außen bewirkt? Wie hat meine Umgebung schon auf meine Veränderung reagiert? Was habe ich gesagt,
Und welche Reaktion habe ich neu bekommen? Wo habe ich meine Sprache verändert und meine Denkweise schon verändert? Wo sehe ich aktiv die Veränderung nicht nur in mir, sondern im Außen, weil die Reaktion im Außen sich verändert hat? Hier geht es auch ganz viel natürlich um weiterführende Themen, wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich den Eindruck habe, ich mache 5 Rückschritte? Also wie stehe ich zum Thema Scheitern und Fehler machen? Wie gelingt es mir langfristig jetzt weiterzugehen und dran zu bleiben? Und vor allem für mich ist die letzte Stufe insofern ganz wichtig, weil es hier um die Weitergabe geht. Also wirklich deine Veränderung in deinem Familienrahmen gerade für dein Kind weiterzugeben, deinem Kind vorzuleben, wie es ist, ein authentisches Selbst zu haben, durch Verbindung zu wachsen, mutig zu sein, sich auch, das ist auch ein Thema in Verbundensein, sich der Angst zu stellen, die da manchmal ist, sich mit der Angst auch zu verbinden, mit den Emotionen, die man hat, zu verbinden, sich immer wieder dem inneren Kompass nach auszurichten und loszugehen. Und wie du dich so auf dieser Spirale nach oben in diesen 7 Räumen oder Ebenen bewegst, wirst du feststellen, dass deine Veränderung ja nicht irgendwann aufhört. Also die Wurzeln und Flügel, das endet nicht. Im Gegenteil, du fängst irgendwann wieder an und stellst fest, ich habe ja jetzt neue Träume und ich habe neue Visionen, weil ich mich so verändert habe. Ich lebe ja schon dieses neue Ich, das ich mir mal vor einer Zeit vorgestellt habe. Das bin ich ja schon. Ich habe das ja quasi schon verkörpert. Und jetzt habe ich neue Ziele oder klarere Vorstellungen, wie ich sie erreichen möchte und wie ich weitermachen möchte. Und dann geht es wieder los. Und das Schöne ist, dass du dann für alle, und das ist mein Wunsch für Verbundensein, mein Wunsch ist es, dass ich dich in einem Durchlauf einfach so stärken kann, dir so viele Werkzeuge an die Hand geben kann, dass du einfach so sehr gewappnet bist für dein Leben, dass du einfach weißt, wie es geht, diese Persönlichkeitsentwicklungsreise. Auch wenn es immer schön ist, begleitet zu sein von dem Coach und von der Community. Und ehrlich gesagt, wir das ja auch brauchen. Wir brauchen immer wieder Menschen von außen, die uns spiegeln, weil wir uns erst ja auch im Du erkennen. Und doch wünsche ich mir so sehr, dass du einfach dieses Werkzeug hast, dieses Mindset entwickelst und sich dann neue Türen und Tore für dich öffnen, sei es die Jobveränderung, sei es den Traum vom im Ausland leben, wie es bei mir zum Beispiel war, zu verwirklichen oder eben was ganz Neues zu lernen, nochmal zu studieren, weil du so Lust hast zu studieren und weil du auch nicht mehr in der Angst bist, dass das irgendwas bedeutet für dich, von Beurteilungen und Bewertungen mal ganz abgesehen. Das wünsche ich mir so sehr. Verbundensein ist wirklich ein Ort für dich als Mama, die zum einen Stress loslassen möchte, aber viel mehr sich besser kennenlernen möchte, die ihre emotionale Balance stärken und sich mit sich und mit anderen Frauen auf tiefer Ebene verbinden und austauschen möchte. Fakt ist nämlich, dass bewusste Elternschaft, also Kinder ins Leben zu begleiten auf eine achtsame, respektvolle und liebevolle Art und Weise, bei uns selbst beginnt. Denn erst durch die Konflikte, die wir mit dem Kind haben, merken wir, was in uns lebendig ist, welche Werte da eigentlich vielleicht sind und welche Wünsche und Hoffnungen und Bedürfnisse und Träume wir haben, die irgendwie vergraben sind. Deswegen ist die wichtigste Beziehung überhaupt immer die zu dir selbst. Und wenn es dir gelingt, mit dir verbunden zu sein, dann hast du auch genügend Kraft, Liebe und Energie, dein Kind achtsam, respektvoll und liebevoll ins Leben zu begleiten. Ich freue mich, wenn du dazu kommst. Verbunden sein, meine Community wird Anfang April wieder geöffnet. Du wirst hier noch ein paar Bonusfolgen zu Verbundensein hören können. Nächste Woche, direkt in der nächsten Bonus-Episode, werde ich dir meine Frauen vorstellen, die in Verbundensein sind und da ein bisschen näher darauf eingehen, sodass du eine voll klare Vorstellung bekommst, wer diese Community eigentlich ist, was ihre Ziele sind und was sie alles schon an Erfolgen in Verbundensein seit Januar 2025 haben feiern dürfen.
Wenn du Interesse hast, zu Verbundensein dazuzukommen, komm direkt auf die Warteliste, denn hier die auf der Warteliste sind, da weiß ich, die haben Interesse und die werden dann auch alle Informationen bekommen. Wenn du auf der Warteliste bist, erfährst du, wann es losgeht und kannst dann Anfang April neu mit dabei sein. Ich freue mich, wenn ich dich dort begrüßen darf. Ich schicke dir eine dicke Umarmung, ganz viel Sonne aus Maryland und freue mich, wenn wir uns bald hören oder in Verbundensein sehen. Mach's gut. Ciao, ciao. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.